Hi, ich bin Kathi von Creative Mom und in dem heutigen Video zeige ich dir, wie du so ein Bodycon-Kleid für deine Smartdoll nähen kannst. Das Schnittmuster kannst du sowohl für die klassische Smartdoll wie auch für die Pier in meinem Shop kaufen. Schneide als erstes alle benötigten Teile für dieses Kleid zu. Das Kleid besteht aus 2 Ärmeln, 2 Rückenteile und in diesem Fall 2 Vorderteilen. Als erstes lege ich die Rückenteile auf die 2 Vorderteilen, stecke die Schulternähte fest und nähe sie zusammen. Im nächsten Schritt habe ich den Halsausschnitt und die hintere Kante vom Rückenteil versäubert. Hier nutze ich gerne den Overlock-Stich meiner Nähmaschine. Wenn du eine Overlock-Maschine hast, kannst du das natürlich auch mit einer Overlock-Maschine machen oder einem einfachen Zickzackstich. Nebenbei habe ich noch die Schulternähte auseinandergebügelt. Als nächstes klappe ich am Halsausschnitt etwa 0,5 cm um und stecke es fest. Hier orientiere ich mich gerne an der Breite meines Overlock-Stiches. Das heißt, ich klappe nur so viel um, so dass der Overlock-Stich nicht mehr von der rechten Seite zu sehen ist. Nachdem nun alles rundherum gesteckt ist, geht's an die Nähmaschine. Der Halsausschnitt ist soweit vorbereitet. Das größere Vorderteil lege ich so vor mich hin, dass die linke Seite nach oben zeigt. Oben drauf wird das kurze Vorderteil draufgelegt. Ich habe vorher schon die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff übertragen. Nun wird das kurze Vorderteil an die Markierungen gelegt und festgesteckt. Anschließend nähe ich es mit einem geraden Stich zusammen, damit mir beim weiteren Arbeiten nichts verrutscht. Als nächstes setze ich die Ärmel in den Armausschnitt ein. Achte darauf, dass ihr die Ärmel mit der richtigen Seite in den Armausschnitt feststeckt. Klappt nun den Saum an den Ärmel um, steckt ihn fest und steppt ihn ab. Im nächsten Schritt habe ich zwischen die Markierungen für die Raffung des Kleides eine gerade Naht gelegt. Nun muss der Stoff an dieser Stelle auf die benötigte Breite des Kleides gerafft werden. Damit ich besser sehen kann, wie viel Stoff ich raffen muss, habe ich die Seiten des Vorder- und Rückenteils von der Achselnaht bis zur Markierung zusammengesteckt. Das gleiche habe ich mit dem unteren Teil des Kleides auch gemacht. Also das heißt von unten bis zur Markierung zusammengesteckt. Nun ziehe ich langsam am Faden und verteile die entstehenden Falten gleichmäßig. Das mache ich so lange, bis das Vorderteil die Breite des Rückenteils erreicht hat. Dann stecke ich noch den Ärmel und die andere Seite des Kleides fest und nähe es zusammen. Die Seiten sind geschlossen. Ich habe noch die Nahtzugabe etwas zurückgeschnitten und den Saum versäubert. Jetzt wird die Naht hinten geschlossen. Ich lege beide Rückenteile aufeinander und stecke sie folgendermaßen zusammen. Von unten bis zur ersten Markierung für den Ständer und dann ab der zweiten Markierung etwa 1,5 bis 2 cm.
Ihr näht also von oben bis zur ersten Markierung, überspringt die Öffnung für den Ständer und näht ab der nächsten Markierung bis ganz nach unten. Hier bügle ich noch schnell die Nahtzugabe auseinander, dass der Stoff dann schön anliegt und die Nahtzugabe nicht absteht. Dann wird der Saum um etwa 0,7 cm umgeschlagen und rundherum genäht. Nachdem der Saum jetzt fertig ist, geht es weiter mit dem Rückenteil. An der Öffnung am Rückenteil klappe ich 0,7 cm um, stecke es fest und steppe die Öffnung mit einem geraden Stich ab. Somit bleibt die Nahtzugabe schön flach und steht nicht ab. Um das Kleid zu schließen, kannst du so wie ich einen kleinen Knopf und eine Knopfschlaufe mit der Hand nähen oder alternativ auch einen kleinen Druckknopf oder Klettband annähen. Und nun zeige ich dir, wie dieses Kleid an meiner Pia Smart Doll aussieht. Ich hoffe, euch hat dieses Video und das Schnittmuster gefallen und ich freue mich immer wieder, Bilder von euren Smart Dolls zu sehen und die tollen Werke, die ihr aus meinen Schnittmustern kreiert. Es würde mich auch sehr erfreuen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, indem ihr mich in euren Beiträgen auf Instagram markiert. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und sage hiermit, bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Bye bye!